Hallo zusammen, ihr lieben Widder. Wir schauen uns euer Jahresreading an für das Kollektiv der Widder. Und ich bin gespannt, was ich euch mitgeben darf. Es kann sein, dass es hier sehr stark um finanzielle Unabhängigkeit geht. Man sieht die Finanzen sehr in der Bewegung, in der Kommunikation. Wir haben hier entweder Geld von Ämtern oder Behörden oder aber auch von Selbstständigen, die sich hier neue Türen öffnen finanziell. Das Stichwort finanzielle Unabhängigkeit ist eins. Oder aber auch finanzielle Verstrickungen jeglicher Art. Ihr seid hier viel unterwegs, um euch neue Möglichkeiten zu suchen. Und ich habe im Haus des Hauses die Familienthemen drin. Also familiär könnte es so sein, dass hier neue Türen aufgehen, dass ihr euch ein neues Gerüst erarbeitet, dass es viel um die Familie und das Umfeld geht. Und ihr seid dabei, einige Hindernisse zu überwinden. Man sieht den häuslichen Bereich, das Umfeld, irgendwo führt ihr einen Kampf, vielleicht geht es auch um Häuser, Immobilien, irgendetwas verbunden mit den Finanzen oder Kosten auch in diesem Bereich. Man sieht hier viel Papier, Verträge, irgendwelche Sachen, die ihr, ich würde mal nennen, in den Fluss bringt, indem es um Papieraustausch, Konversationen geht. Buchführung könnte ein Thema werden. Möglicherweise geht es hier auch darum, auf ein bestimmtes Wissen zu kommen, das euch weiter verhilft, aus verstrickten Wegen in die Unabhängigkeit. Bei allem, was ihr hier neu beginnt, habt ihr die Blumen mit an Bord. Es kann sehr vieles bei euch sein. Ich sehe in der ersten Reihe schon ganz viele Bereiche. Wir sehen die Finanzen, die Ämter, die Selbstständigen. Man sieht den häuslichen Bereich und die Familienthemen. Und irgendwie ist vieles im Umbruch. Vieles wirkt auch auf euch nicht mehr so, wie es mal gewirkt hat. Und ihr seid dabei, einen neuen Weg zu starten. Und ich habe hier die Blumen im Haus der Neubeginne drin. Oder auch bei allem, was ihr mit Kindern habt, Kinderthemen. Mehrere Bereiche auch, die aus dem Hindernis des letzten Jahres rausgehen und ihr wieder schön nach vorne kommt. Für den einen oder anderen kann Reisen ein Thema sein, Einladung zu einer Reise oder Unternehmungen jeglicher Art. Ich sehe euch jedenfalls viel unterwegs sein. Die Herzensangelegenheiten, bei denen ihr so ein bisschen einen Konflikt habt, sind ja angezeigt, dass ihr sie auf dem kurzen Wege löst und dass sich da Glück einstellt, wo ihr vorher gedacht hattet, das wird nichts mehr. Ich habe ein Thema mit der Vergangenheit, das ihr schön beenden könnt. Das können Ex-Partner sein, Vaterthemen. Das Thema Vertrauen ist eins. Und es geht einher mit Veränderungen auch auf der emotionalen Ebene. Ne? Hier ist ein Schattenthema, das hat mit Partnerschaften zu tun. Ich sehe Kommunikation, bei der ihr eure Gefühle zum Ausdruck bringt, wo ihr sagt, okay, ich möchte emotional mein Feld klären und dazu spreche ich auch etwas aus. Die Veränderungen, die man bei euch sieht, die gehen sehr stark mit dem emotionalen Gerüst auch einher. Man sieht für einen oder anderen den beruflichen Neubeginn. Das kann hier sehr die Selbstständigen treffen oder die Leute, die ein Herzensprojekt umsetzen wollen, die eine Kurskorrektur brauchen im Beruf. Man sieht hier Impulse von außen, das heißt, irgendetwas kommt an euer Ohr, das ihr sehr gut umsetzen könnt. Und
Ihr habt hier im Hause der Wege, das ist das Haus der Entscheidungen, der Möglichkeiten, eine sehr schöne kreative Energie, kreative Lösungen. Das kann jetzt im beruflichen Bereich sein. Das kann eine Energie sein, die euch bisher sehr gestresst hat, die jetzt abgemildert wird. Es kann ja aber auch den Bereich Liebe betreffen, Liebe und Partnerschaft. Ich sehe hier in dieser Reihe, dass ihr irgendwie sogar sowas habt wie eine karmische Lektion, die ihr verstanden habt, ein schicksalshaft neues Kapitel. Der Möglichkeiten viele, ihr guckt auch direkt drauf. Im Prinzip ist es so, dass ihr euch aus dem Mangel dreht und auch sehr viel umstrukturiert. Ne? Ich habe das so Wunden aus der Vergangenheit euch nicht mehr so triggern, ihr könnt alles so stehen lassen. Und das Beziehungsleben wird tatsächlich eins werden. Ich sehe Veränderungen im Bereich der Partnerschaften, der Liebesbeziehungen. Wenn du Single bist, hast du hier die Möglichkeit, mit der Vergangenheit abzuschließen. Hier sieht man sowas wie einen Schicksalspartner oder auch, wo man sagt, ich habe noch so Endhindernisse, die ich gern nicht in eine neue Partnerschaft mitschleppen würde, die sich hier voll erledigen. Ihr schaut hier direkt in die Sonne rein, ne? Ihr seid hier im Haus der Mäuse, das ist auch das Haus des Mangels oder des Gefühls, dass irgendwas nicht erfüllt ist. Und da habt ihr echt die große Chance, etwas zu verändern, was auch verbindlich wirkt. Für einige ist die Veränderung im vertraglichen, verbindlichen Bereich, das hängt euch hier auch so ein bisschen im Genick, in allem, was finanziell ist oder auch mit der häuslichen Umgebung. Für einige sieht man Umzüge. Aber ich habe es so hauptsächlich bei eurem emotionalen Gerüst. Ihr habt vielleicht ein bisschen Zweifel, in welche Richtung ihr gehen sollt. Oder es ist auch so, dass Partner von euch Entscheidungen zu treffen haben. Das kann jetzt hier am Beruf sein oder mit Dingen, die mit Kindern zu tun haben oder der Familie. Ihr fragt euch da vielleicht, welche Richtung ist richtig, welche ist falsch, wo ist an sich etwas falsch oder nicht mehr stimmig in meinem Leben. Könnte jetzt auch so sein, dass man sagt, was macht meine Vitalität? Muss ich irgendetwas anpassen, was ich gut leisten kann? Wo gebe ich meine Energie hin und wo nicht mehr? Aber die Zweifel, die könnt ihr in Kürze besiegen. Ihr guckt in die Sonne rein. Ne? Also das, was ihr auf den Weg kommt, wo sich vielleicht zunächst mal noch komisch anfühlt, das hat hier die besten Qualitäten, in eine Stabilität auch zu gehen. Und wieder Wachstum zu kriegen. Was ich hier auch habe bei euch, hier können Elternthemen zum Tragen kommen. Im Prinzip ist es auch so, dass es so Bereiche gibt, die bei euch extrem verstrickt waren. Entweder mit anderen Mitgliedern der Family, mit dem Umfeld oder mit irgendwelchen, ja, ich sag mal, Umständen, die sich so ergeben haben. Aber ich sehe hier tatsächlich auch so Elternthemen, die sehr auf der mütterlichen Ebene sind, Prägungen und genau diese Themen, da eröffnet ihr euch ein neues Kapitel. Ne? Es ist so etwas wie eine Wunde, die aus diesem Bereich kommt, die hier eine Wende kriegt, einen neuen Weg, die euch wieder Wachstum bringt. Ich habe hier für einige von euch, denkt immer, das ist ein Kollektivorakel, dass sie so richtungsweisende Lebensveränderungen unternehmen, die dem ganzen Konstrukt dienen. Es sind sehr viele Themen.
Aber man sieht euch hier auch definitiv Grenzen ziehen, Schnitte machen, verdauen, ehrliche Worte sprechen. Es kann auch sein, dass ihr Schnitte macht hier im beruflichen Bereich oder Entscheidungen trifft, die euch besser in die Karten spielen. Und ich sehe, dass ihr vielleicht das auch im kleineren Bereich tut oder dass es eure Kinder betrifft. Es kann sein, dass etwas nur im Kleineren begrenzt wird und dadurch trotzdem mehr Früchte trägt. Dann haben wir hier im Haus der Finanzen die männliche Hauptperson drin. Das kann sein, dass es um die Finanzen eines Gegenübers geht oder dass ihr sehr, sehr viel investiert oder tut für euer Geld. Möglicherweise sind männliche Personen hier mit den Finanzen verbunden. Es können auch Ratgeber sein oder Leute aus dem Beruf, die hier einfach neue Wege mitbringen. An sich sieht man die Finanzen recht schön. Ja. Die liegen hier gleich in einer Bewegung mit den Veränderungen dran und hier auch mit den Sternen in der Korrespondenz. Das ist eine schöne Energie. Im Prinzip ist es auch so ein bisschen Frieden schließen mit finanziellen Themen, mit Dingen, die euch emotional machen. Ihr habt den Skarabäus dabei, da geht es um die Schöpferkraft. Hier kündigt sich eine fruchtbare Phase an. Das Leben zeigt sich in einem anderen Glanz und der Skarabäus ist ja sprichwörtlich der, der aus Mist Gold macht. Mit dem Skarabäus an sich kommt man auch schnell aus einer Lage raus, die nicht so toll war. Es wird für einen gesorgt, das Gefühl, ich bin sicher, wird größer. Gute Lösungen lassen sich finden, eure Träume und Visionen und Eingebungen sind wichtig. Und hier kann aus Altem sehr viel Neues entstehen, das dir oder euch neue Fülle mitbringt. Wir gucken noch ein bisschen tiefer. Guckt mal, hier habt ihr noch den Pegasus. Hier geht es darum, eine andere Perspektive einzunehmen, einen anderen Blickwinkel, die Dinge aus einer höheren Warte zu beachten oder betrachten. Und das geflügelte Pferd macht sozusagen möglich, dass in dem Bereich, wo Hindernisse sind, ihr leicht darüber hinwegkommen könnt. Der Pegasus trägt über Hindernisse hinweg. Und es ist wirklich ein Jahr, wo ihr viele neue Chancen und Möglichkeiten habt und die Früchte der guten Arbeit ernten dürft. Unten haben wir noch, dass ihr vielleicht mal wieder die Situationen mit Leichtigkeit angeht oder mal wieder richtig lacht. Dass Humor wichtig ist oder dass man auch mal über sich selber lachen kann. Also nimmt das Leben nicht nur ernst, sondern betrachtet auch die schöne, fröhliche Seite. Und jetzt wünsche ich euch eine schöne Zeit. Ich drücke euch bis bald.